Ja, herzlich willkommen zum 5. Teil zum Bau meiner Normandie-Platte. Heute kümmern wir uns um Saint-Mée-Iglesias. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zurück aus dem Tabletop Basement. Mein Name ist Sascha und für all die, die jetzt neu hier bei dem Video gelandet sind, ich baue seit einigen Monaten eine sehr große Wargaming-Spielplatte zum Thema 1944 Normandie. Was brauchen wir Wargamer immer? Egal ob im Geländebau oder in der Miniaturenbemalung. Richtig. Farben. Ich bin seit vielen Jahren absolut überzeugter Vallejo-Konsument. Und genau deshalb zum Anlass des 30-jährigen Geburtstags des Fantasy Inns gibt es bei vallejo-farben.de 10% auf euren Einkauf. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr gerne mal auf den Affiliate-Link klicken. Das hilft uns auf jeden Fall weiter und ihr spart satte 10% bei vallejo-farben.de. Und wer die Farben noch nicht getestet hat, sollte sie unbedingt mal ausprobieren. Aber jetzt zurück zum Video. Die ersten 4 Module sind fertig. Wir haben die ersten 2 90×90 Module fertiggestellt. Wir haben 2 kleinere Flussmodule fertiggestellt. Und jetzt stehen noch 4 weitere 90×90 Module an. Thematisch ist das Ganze angesiedelt, ja, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, zur Landung der Alliierten in der Normandie. Habe mir aber so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich wollte nicht nur einen bestimmten Bereich quasi darstellen, sondern wollte tatsächlich viele verschiedene Bereiche der Normandie irgendwie hier mit einbringen, sodass ich halt zum Beispiel das Gehöft von Brécourt mit eingebaut habe. Ich habe so eine kleine Szenerie von Band of Brothers mit der Brücke eingebaut. Ich habe der längste Tag so ein bisschen mit eingebaut. Ich habe den Flussbereich von Bayeux mit integriert und jetzt kommen weitere Stellen, wie zum Beispiel Saint-Mée-Iglesias. Wir haben ein Stück Carentan, wir haben ein bisschen Saint-Marie-du-Mont, wir werden Deadman's Corner mit einbauen. Also das heißt, wir haben hier ganz viele Bereiche, quasi ein Gebiet, was sich über 120 Kilometer in der Länge quasi erstreckt, haben wir hier quasi auf über 3 Meter, versuche ich hier so ein bisschen darzustellen. Ja, und heute kümmern wir uns um den Bereich Saint-Mée-Iglesias. Ich habe schon ein bisschen angefangen, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie so der aktuelle Stand hier ist und werde noch so ein paar Gedanken verlieren, was ich da so ein bisschen vorhabe. Ganz wichtig sei noch gesagt, ich möchte hier keine Ruinenstadt groß darstellen. Das Einzige, was wir haben da hinten in dem hinteren Bereich haben wir so 3, 4 kleine Ruinen und im Carentan-Bereich, der dann später irgendwann noch kommen wird, da wird auch noch 1, 2 Ruinen so ein bisschen stattfinden. Aber ansonsten habe ich hier keine Ruinen großartig, weil ich möchte eine heile Stadt darstellen. Denn im Endeffekt soll hier dann auch noch so ein bisschen Leben passieren. Das heißt, im Bereich von Saint-Mée-Iglesias, wo wir einige Geschäfte auch haben, sollen auch Händler vor Ort sein. Das heißt, wir haben so einen Gemüsehändler vielleicht, eine Bäckerei, einen Schlachter, wo einfach auch ein bisschen Leben drin ist. Und tatsächlich möchte ich auch so kleine Mini-Dioramen mit einbasteln. Und die sollen vielleicht dann in dem einen oder anderen Spiel einfach auch mit integriert werden. Aber ich würde sagen, wir gehen mal direkt auf die Platte und ich zeige euch mal, was ich bereits vorgearbeitet habe. Denn ich habe schon ein Riesenstück der großen Arbeit hinter mich gebracht. Aber es war halt einfach nicht nötig, das schon aufzunehmen, weil es ist einfach nur Kopfsteinpflaster kleben. Aber ich zeige euch, was ich meine. Ja, und hier haben wir nun den Saint-Mée-Iglesias-Teil. Das Ganze muss natürlich noch gedreht werden. Also es steht aktuell noch verkehrt rum, weil diese Straße hier vorne, die hier rausgeht, die wird dann auf der anderen Seite zu finden sein und geht ja dann in diesen Stadtteil weiter. Wir haben hier also ein Podest. Wir haben hier einen kleinen Rundweg, mehr oder weniger, der schon komplett ausgepflastert ist. Wir haben hier den Zugangsweg zu diesem Modul und auf diesen weißen Flächen sollen komplett Häuser draufgestellt werden und hier kommt natürlich die große Kirche. Auch hier musste ich wieder ein paar Abschnitte machen. Wenn man sich jetzt mal das Vorher-Nachher-Bild anguckt, ich werde euch das mal einblenden. Wenn wir 1944 sehen, dann sehen wir hier gerade auf diesem Platz, der ist natürlich viel, viel größer und er ist mehr natürlicher, mehr wie so ein Park angelegt. Wir haben hier Sandwege, wir haben hier Bäume, die hier überall stehen, ein paar Sträucher. Auch die Mauer, die ich hier an den Seiten integriert habe, die ist ein Stückchen höher. Auch hier musste ich dann wieder Abstriche machen. Wenn wir jetzt uns die Neuzeit angucken, dann ist dieser Platz komplett gepflastert. Es ist sehr wenig Natur noch zu sehen. Ja, ich mache jetzt hier so einen kleinen Hybriden. Erstens mal muss ich von der Größe das Ganze ein bisschen einkürzen, weil ich einfach nicht den Platz habe.
weil die Kirche einfach auch sehr viel Platz schon einnimmt. Ich habe hier trotzdem diesen Sockel quasi mehr oder weniger gemacht, der hier mit Mauern ja, das Ganze abgrenzt. Und hier vorne im vorderen Teil, das werde ich gleich noch verspachteln, und auch hier diesen Teil wird es so ein bisschen Erderhöhung geben. Das heißt, wir haben hier schon einen Erdbereich, der hier stattfinden wird. Auch die Wege, die hier angelegt werden, das ist dann kein gepflasterter Bereich mehr, sondern es ist einfach ein bisschen Schotter. Das heißt, wir haben hier so den Zugang zur Kirche, haben hier den Weg zu einer Tür zur Kirche, und hier hinten haben wir ebenfalls einen Weg zu einer weiteren Tür. Das sind so die einzigen Wege. Auch hier werde ich mal gucken, ob ich mit Bäumen noch ein bisschen was machen kann. Ja, der Kopfsteinpflasterbereich ist natürlich noch nicht verfugt. Der ist jetzt erstmal nur verklebt, und der muss natürlich dann anschließend noch komplett verfugt werden. Das machen wir aber erst später, denn hier werden wir auf jeden Fall noch Bordstein integrieren. Das heißt, diese ganze Reihe wird mit Bordstein integriert werden. Und dann werden wir die Häuser, die hier hinkommen, auf jeden Fall auch noch auf ein Plateau setzen. Also ja, so einen halben Zentimeter Depron, denke ich mal. Und damit das mit dem Kopfsteinpflaster wieder hinkommt. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier an Steinen verbauen. Ob wir hier solche Steine nehmen, ob wir nochmal was ganz anderes nehmen. Da bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig. Vielleicht wird auch noch mal ein bisschen gepflastert werden. Müssen wir einfach im Verlauf des Videos sehen. Ja, und dann sollen natürlich vor den ganzen Ladengeschäften, die hier dann ja auch schon bereitstehen, sollen dann natürlich auch Marktstände entstehen. Einfach so ein bisschen Leben noch mit integrieren. Auch bei der Kirche werden wir ein bisschen was machen. Mal gucken, ob wir die ein bisschen auch mit Interieur ausstatten, die Kirche. Wäre keine schlechte Idee. Und natürlich den obligatorischen Fallschirmjäger, der dann natürlich an der Kirche hing, den werden wir auch irgendwie basteln. Ja, und dann würde ich sagen, wir legen jetzt direkt los. Ja, erster Schritt ist, hier das Ganze so ein bisschen angleichen und hier das Ganze so ein bisschen noch zuspachteln. Ich werde mit MyFu-Shape arbeiten, das kann ich gut hier verteilen, und hier kann ich das super angleichen. Dann können wir uns an die Mauergestaltung machen, das heißt ein bisschen Trockenbürsten in 2, 3 Schichten. Und ja, Kopfsteinpflaster ist fertig, die Bordsteine komplett aufkleben, und dann kann tatsächlich auch schon verfugt werden. So, unsere Grundfläche ist nun komplett eingepudert. Das Ganze sieht jetzt natürlich sehr, sehr wild aus, ne? Unsere grundierten Flächen hier, aber die sehen wir ja später gar nicht mehr, weil hier stehen ja überall Häuser. Dann haben wir natürlich unsere große braune Fläche, wo die Kirche drauf soll. Da werden wir dann natürlich noch mit Erdreich arbeiten, aber dazu muss die Kirche erstmal fertig werden. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich jetzt die gesamten Steinflächen einmal nochmal mit Earth Color behandeln. Warum mit Earth Color? Weil wir einfach, ja, das ist ein flüssiges Pigment. Das heißt, wenn das trocknet, dann haben wir so eine leicht sandige Oberfläche. Finde ich ganz schön. Damit kann man sehr, sehr viel machen. Ist auch sehr, sehr ergiebig, weil wir sie sehr hoch verdünnen können. Das heißt, ich werde jetzt hier mit 4 Farben nochmal rangehen. Ich habe Schwarz, Yellow Ochre, Stone Grey und Burnt Umber. Die 4 Farben werde ich einfach wild verteilen. Werde das alles schön ineinander verblenden. Werde ein bisschen Zewa-Tuch nehmen, zusammenknüllen und das Ganze ein bisschen abtupfen. Dann das Ganze trocknen lassen, und dann sollte die Oberfläche schon gut sein. Eventuell bürsten wir nochmal, ja, vielleicht mit einem ganz, ganz hellen Grau oder Weiß nochmal nach. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Erstmal gucken, wie das aussieht. Also los geht's.
Genau, auch die ganzen Gebäude sind inzwischen bemalt. Das war echt eine Heidenarbeit und die müssen natürlich jetzt irgendwie auf die Platte. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Es fügt sich sehr gut ein ins ganze restliche Bild. Und jetzt mit diesen ganzen bemalten Häusern, das sieht schon ziemlich geil aus. Auch spieltechnisch ist es wirklich cool. Wir haben hier mehrere Passagen zum Durchgehen. Wir können hier hinten gehen mit Infanterie. Hier haben wir einen größeren Weg bzw. Straße, wo wir mit Fahrzeugen durchkommen. Infanterie. Wir haben hier zwischen noch einen Weg, wo wir auch mal mit einem Fahrzeug noch durchkommen. Wir haben hier einen Zwischenweg, wo wir mit Fahrzeugen, ja, ein kleiner Panzer würde auf jeden Fall durchkommen. Aber auch Radfahrzeuge kommen super durch, Infanterie und dann geht es natürlich dort weiter in den Stadtteil. Hier hinten haben wir eine schöne Gasse, wo wir nochmal ein bisschen verdeckt spielen können. Das ist schon sehr, sehr geil. Dann haben wir natürlich hier die Erhöhung, was natürlich dann auch noch Deckung bietet. Das heißt, ich kann jetzt nicht, wenn ich hier stehe, hier rüberschießen, weil ich sehe die halt nicht. Und wir haben natürlich noch die große Kirche. Ich glaube, das wird wirklich gut. Also das gefällt mir wirklich gut. Die Häuserbemalung finde ich auch sehr gelungen tatsächlich. Fügt sich auf jeden Fall gut mit ein. Und wir haben jetzt natürlich eine schöne heile Stadt. Auf dem anderen Modul hatten wir ja so ein paar Ruinen. Und hier ist ja wirklich alles noch intakt. Und hier kommen natürlich dann auch noch ein paar Details. Ich habe schon Marktstände bzw. so Ladenstände ausgedruckt, wo wir so ein paar Obstkisten drapieren können. Und diese ganzen kleinen, feinen Details werden natürlich erst später kommen. Lampen, Strommasten und so weiter. Das wird erst später kommen, aber das gefällt mir jetzt schon wirklich gut. Jetzt haben wir ja nur noch die große Kirche und die ganze Erdgestaltung und Begrünung. Und wir müssen natürlich hier die Häuser noch befestigen. Das mache ich aber jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil ich werde den Häusern auf jeden Fall noch Schilder verpassen. Also alle Ladenlokale werden definitiv noch Schilder bekommen. Dann bin ich noch im Überlegen, ob ich nicht auch noch Fensterscheiben einbastel. Zumindest in den Ladenfronten. In den normalen Fenstern, wobei wir könnten das auch ganz einfach lösen. Na, hier ist es jetzt ein schlechtes Beispiel, aber hier zum Beispiel können wir komplett einen Bogen Glas reinlegen. Das würde gut funktionieren. Dann hätten wir alles noch mit Glasscheiben. Das finde ich noch ganz gut, weil gerade, also bei den kleinen Fenstern wird man das nicht so sehen, aber gerade in den Ladenfronten werden wir das definitiv sehen, dass die offen sind. Von daher, da werde ich mir ein paar Bögen laminieren. Und ja, nächster Stopp ist jetzt eigentlich, ich werde jetzt alle Schilder ausmessen und dann werde ich mir da am PC was gestalten. Und dann dementsprechend werde ich mir die Sachen ausdrucken und dann können wir noch diese schönen Schildchen vorkleben. Ich habe ja noch gehofft, dass ich irgendwo, ich hätte so zwei Fronten. Hier ist eine Steinfront, hier könnten wir es machen. Da nur so ein bisschen diese großen Werbeschilder, die man sonst immer so sieht. So ein typisches Normandie-Ding, ne? Nicht nur in der Normandie, auch in Italien habe ich das auch schon oft gesehen, dass halt einfach auf diesen leeren Hausfronten, diesen verputzten Hausfronten, einfach riesengroße Werbetafeln sind. Habe ich gedacht, ich habe hier mehr, aber aktuell noch nicht. Ich weiß nicht, wie sieht es hier aus? Oh doch, hier hätten wir noch so eine Front, da könnten wir das auch machen. Das heißt, ich werde mir jetzt im nächsten Step erstmal alles an Maßen rausschreiben und dann werde ich mir erstmal ein bisschen was ausdrucken. Ja, aber das gefällt mir sehr gut. Ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden und freue mich jetzt auf die Kirche. Ja, in der Zwischenzeit habe ich mir meine Schilder ausgedruckt. Ihr seht schon, das sind verschiedene Größen. Die Maße, die ich mir hier genommen habe, habe ich übertragen in Photoshop. Habe dann ein paar vorhandene Schilder von Rapid Fire Games. Die könnt ihr kostenlos downloaden. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch mal den Link unten in die Videobeschreibung. Habe mir das ein bisschen runterskaliert und ja, die werde ich jetzt einfach ausschneiden und werde das einfach mit Bastelleim auftragen. Eventuell muss man da noch eine Schicht Mattlack drauf machen, weil es ja schon ein bisschen glänzt, aber das werden wir dann sehen. Also sauber mit der Schere ausschneiden, man kann es auch mit dem Cuttermesser machen und einem Lineal, das geht natürlich auch sehr gut. Aber ich mache es jetzt fix mit der Schere und klebe dann die ganzen Schildchen auf die Gebäude. Ja, wir kommen dem Ende sehr nahe. Die Kirche ist fertig
Diese Kirche habt ihr wahrscheinlich entweder schon gesehen in einem Extra T-Basics oder werdet es noch sehen. Eins von beiden, das weiß ich noch nicht zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, wir sind jetzt grob fertig. Wir haben die Häuserzeilen fertig, wir haben die Kirche fertig. Wie gesagt, Details werde ich hier nicht machen. Also klar, wir haben auf den anderen Modulen schon ein paar kleinere Details mit eingebaut. Werde ich hier aber noch nicht machen. Hier werden natürlich noch so Details kommen wie kleine Marktstände, die vor den Gebäuden, vor den Läden vor allem zu finden sind. Vielleicht ein paar Tische, ein paar Stühle, so kaffeemäßig. Lampen, vielleicht das ein oder andere Stromkabel, was hier noch irgendwie dann lang gezogen wird. Ich kann mir das hier vorne sehr gut vorstellen, wo einfach noch so Kabel gezogen werden. Der ein oder andere Strommast, das kommt ja alles noch. Das werde ich mit einem Extra-Video machen. Das heißt, Saint-Méglis werden wir jetzt in diesem Video nur noch die Erdgestaltung machen. Da sage ich gleich noch was zu. Dann im nächsten Video machen wir den Saint-Marie-du-Mont-Teil. Der wird sehr ähnlich sein wie hier. Das heißt, wir haben sehr viele Häuser. Wir haben ein paar Gärten vielleicht, ein paar Hinterhöfe. Wir haben das Rathaus. Wir haben die Bank vor allem. Ich werde dort eine Bank integrieren. Wir haben eine Statue, einen Brunnen. Da sind noch mal ein paar schöne Details schon mal mit integriert. Dann geht es in den nächsten Part, in den Carentan-Teil. Da wird es dann noch mal ein bisschen interessanter und dann zum letzten Part kommen wir dann zu Deadman's Corner mit der Tankstelle und dem Friedhof. Das wird dann auch noch mal ein bisschen interessanter, weil wir hier viel mehr Grünzeug haben, viel mehr Nature, was wir da machen können. Das haben wir natürlich in dem Part natürlich nicht. Ach so, ein paar Gärten sollen natürlich auch noch entstehen. Ja, jetzt hier zum letzten Part. Ich werde jetzt hier einfach ein Erdgemisch aufbringen. Kurze Erklärung, 1944 war dieser Platz tatsächlich bestand aus Erdreich. Heutzutage ist er komplett asphaltiert nicht, es sind komplett Platten, Steinplatten gelegt, es ist komplett gepflastert, da ist nichts mehr mit Erdreich. Wir haben lediglich so ein paar Bäume da noch stehen, in so ein bisschen alleemäßig. Das ist wirklich das Einzige, was wir dort noch stehen haben. Und früher war dieser Platz komplett im Erdreich. Wir haben auch so, eigentlich theoretisch müssten wir eigentlich ein bisschen höher gehen mit der Mauer, weil wir haben so eine kleine Mauer, die war nicht so hoch und dann hatten wir Erde, dann hatten wir Grünfläche. Und wir hatten lediglich ein paar Wege tatsächlich dahin. Also das heißt, hier werden wir tatsächlich mit Grünzeug noch arbeiten, mitten in der Stadt. Und mit dem ein oder anderen Bäumchen werden wir hier auch noch arbeiten. Ich werde jetzt die Kirche noch ein bisschen zurechtrücken, wie wir sie ja, in ihrem Endpunkt haben wollen. Und dann werde ich mir Wege aufzeichnen. Ja, das werde ich, glaube ich, noch machen, weil wir haben hier Treppenaufgänge. Dann werde ich mit einem Edding oder so mir zumindest noch mal so Laufwege einzeichnen. Beziehungsweise, nee, wir werden die ganze Fläche erstmal komplett mit Sand machen. Und dann, danach werden wir die Wege dann einfach aussparen, wenn wir mit der Begrünung arbeiten. So gehen wir am besten vor, weil es bringt ja nichts, wenn ich da was aufzeichne, weil die klebe ich ja über mit dem Sand. Fläche ist grundiert. Ja, das heißt, ich hole mir jetzt ein bisschen Leim und werde die Kirche aufkleben. Und dann werde ich rundherum Sand streuen. So, im nächsten Step werde ich mit der Airbrush einfach noch mal ein bisschen den Bodengrund an unseren Bodengrund anpassen, den wir schon auf den anderen Modulen haben. Ich nutze dazu wieder Flat Earth von Vallejo, habt ihr mir den schön verdünnt. Nutze hier die Fine Art Airbrush Pistole von AK, die habe ich euch neulich mal gezeigt. Also für solche Arbeiten ist die halt super geeignet, ne? Da brauche ich halt jetzt keine teure Airbrush Pistole, sondern da reicht mir völlig so eine günstige Airbrush Pistole. Das erfüllt genau den gleichen Zweck. Ja, ich sprühe jetzt einfach noch mal leicht über unseren vorhandenen Erdton. Und anschließend gebe ich noch den AK-Effekt drüber und dann haben wir den perfekten Erdton angepasst an unsere anderen Module.
Ja, der grobe Part ist nun endlich abgeschlossen. Ihr seht, ich habe noch ein paar Bäume gesetzt, ein paar kleine Büschelchen, aber es ist noch nicht final fertig. Aber für dieses Video soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Hier nochmal von der anderen Seite, wie es aktuell aussieht. Wir haben im Mittelpunkt die Kirche. Wir haben rechts und links die Häuserzeilen. Klar, man muss sich das jetzt noch ein bisschen weiter vorstellen. Es geht noch weiter nach hinten. Und im 1944-Teil wäre da hinten tatsächlich ein Friedhof. Den müssen wir ja ein bisschen umverlagern. Der kommt auf diese Seite. Da steht ganz viel Kram. Aber der kommt dann ja auf diese Seite, weil wir einfach keine andere Möglichkeit haben, keinen Platz mehr haben. Nächste Haltestelle ist dann Saint-Marie-du-Mont. Das ist dann quasi dieser Abschnitt hier. Auch hier nochmal eine ganze Menge Gebäude, die wir anmalen müssen. Beziehungsweise es ist Saint-Marie-du-Mont mit ein bisschen Carentan, was ja dann in Carentan übergeht. Und da werden wir dann die nächsten Male dran arbeiten. Aber wir haben jetzt diesen Bereich fertig. Dieser Abschnitt ist neu hinzugekommen. Und jetzt sind es eigentlich nur noch 3 Module. Aber ich sage nur 3 Module. Wir sind noch lange nicht fertig. Denn hier bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Die Erdgestaltung kann ich noch nicht weitermachen. Weil es ist noch alles sehr, sehr nass und feucht. Das muss richtig durchtrocknen. Hier herrscht eine Luftfeuchtigkeit von, keine Ahnung, 100% gefühlt. Es ist einfach sehr, sehr warm. Es ist sehr viel Luftfeuchtigkeit hier in diesem Raum. Das heißt, das Ganze dauert einfach zum Trocknen. Da muss ich final auf jeden Fall noch mal ran. Ich will auch noch weitere Grasbüschelchen, ein paar Tafts aufbringen, vielleicht ein paar Blümchen. All das kann da noch mit integriert werden. Das sieht jetzt erstmal sehr, sehr grob aus. Da muss ich dann auf jeden Fall noch mal was machen. Auch bei der Schmutzverteilung der Straße bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Das sieht schon ganz gut verwittert aus, ja. Aber ich möchte gerne noch mehr sandigere Stellen haben. Das werden wir im Nachhinein auf jeden Fall auch noch mit aufbringen. Und die ganzen Gebäude müssen noch festgeklebt werden. Die sind jetzt aktuell noch nicht fest montiert. Das wird dann natürlich auch noch passieren. Ja, und dann fehlen natürlich die ganzen kleinen Details. Aber da habe ich ja gesagt, die werden wir in einem Extra-Video machen. Vielleicht sogar in 2, 3 Extra-Videos. Weil wir dann ja nochmal alle kleinen Details aufbringen wollen. Und das machen wir aber in einem Extra-Video. Das würde sonst den Rahmen einfach sprengen. Ja, und wenn ich dann mit allen Modulen fertig bin, fange ich wieder von vorne an. Denn mit den Wassermodulen bin ich noch nicht so zufrieden. Der Wassereffekt sieht nicht gut aus. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss die Module einfach nochmal wieder abkleben, werde mir nochmal Epoxidharz anrühren, werde das vielleicht nochmal richtig schön durchfärben, dass wir nicht mehr diese klare, dass wir nicht mehr ganz zum Grund gucken können. Denn es ist sehr, sehr milchig, es ist sehr trüb geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Der Wassereffekt obendrauf sieht auch nicht gut aus. Das werden wir definitiv nochmal neu machen. Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, wir können noch einfach ein paar Millimeter zugießen. Das ist überhaupt kein Problem. Und von daher, das wird dann ganz zum Schluss nochmal passieren. Wahrscheinlich, wenn alle Details drauf sind, dann gehe ich nochmal an das Flussbett ran, aber das brauche ich euch ja nicht mehr zeigen. Ja, das heißt, wir sind ein ganzes Stück wieder ein bisschen näher gekommen. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Wir sind ja gerade so ein bisschen, wir haben ja mehrere Projekte gerade wieder laufen. Wir sind ja im Mittelalter sind wir unterwegs. Wir haben auch immer noch die Villa der Toten, die ist natürlich auch noch da, wobei ich jetzt sage, okay, Villa der Toten ist einfach ein Winterprojekt, wobei das Mittelalter-Ding eigentlich auch ein cooles Winterprojekt ist. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr so favorisiert. Geistervilla, Mittelalter, Normandie-Platte zu Ende machen. Ich bin gerade so wieder ein bisschen im Flow. Ich weiß jetzt ganz gut, wie ich mit den Häusern zurechtkomme, dass ich das ein bisschen schneller machen kann. Das heißt, für mich ist eigentlich der nächste Part definitiv Saint-Marie-du-Mont, Carentan. Die beiden Parts sollte ich eigentlich noch machen, weil jetzt bin ich gerade in diesem Häuserbemalungsflow. Vielleicht mache ich das tatsächlich auch. Vielleicht setze ich mich auch noch mal hin und mache beide Module auf einmal. Sprich, alle Gebäude, die da stehen, alle auftürmen, eine Woche lang hier einschließen und dann auf geht's. Und dann ist der Kram halt auch einfach durch. Ne? Klar, da muss noch eine Menge Kopfsteinpflasterarbeiten gemacht werden, gerade in dem Part. In dem Carentan-Teil nicht mehr so viel und in dem Part sowieso so gut wie gar kein Kopfsteinpflaster mehr. Von daher komme ich, glaube ich, auch ganz gut hin. Ich hatte 10.000 Steinchen. Das ist jetzt der Rest, den ich noch habe. Ja, ich glaube, da müssen noch mal ein paar Steinchen hin. Aber ich habe 10.000 Steine gehabt. Und das sind vielleicht jetzt noch mal, vielleicht so 3.000. Das sind vielleicht noch 3.000 Steine. Das heißt, also 7.000 Steine habe ich definitiv hier schon verbaut. Das ist schon eine ganze Menge. Apropos Steine, in der Kirche möchte ich auch noch ein bisschen was machen.
der soll auf jeden Fall einen Steinfußboden bekommen. Das haben wir auf dem 90er-Modul. Die Leute, die es kennen, vielleicht aus den Battle Reports, da ist ja auch ein schöner Steinfußboden drin gewesen. Den will ich definitiv hier auch wieder reinmachen. Das kommt aber auch dann in dieses Detailvideo. Ja, jetzt sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr das eine oder andere wieder mitgenommen. Ja, falls ihr irgendwelche Ideen, Anregungen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was könnte man hier alles noch an Details mit einbauen? Das habt ihr in den letzten Videos auch immer sehr schön gemacht. Und von daher, ich bin immer offen für neue Ideen. Sagt Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Schaut gerne mal bei unserem Partner, dem Fantasien, vorbei. Und lasst da gerne mal ein bisschen Liebe da. Und ansonsten gerne mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. Und den TBTV Live-Kanal unbedingt mal abonnieren. Da kommen unsere Livestreams, da setzen wir immer unsere Livestreams mit rein, also die Uploads. Da kommen demnächst wieder einiges an Reviews. Es kommt Undaunted, auch mit Undaunted geht es dort weiter. Und auch die Feldküche wird dort veröffentlicht. Also diese ganzen Nebenformate, die landen jetzt auf dem Zweitkanal, denn da wollen wir wieder ein bisschen mehr Action machen. Also gerne mal den TBTV Live-Kanal abonnieren und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, wir zocken World War II. Für viele ist das ein Tabu. Mein echter Krieg ist niemals cool, das ist schrecklich, aber bei uns fließt kein Blut. Mann, das Einzige, was fließt, das ist unsere Fantasie, unser Spaß und unsere Liebe für das ganze Team. Hier haben alle Lust zu spielen, was für Paradies. Und du musst ja nicht hier bleiben, wenn es